So, hallo, mein Name ist Oliver Knott und heute reden wir ein bisschen über Algen. Jeder kennt das Thema, ist wahrscheinlich das Thema Nummer 1 bei Aquarianern. Algen, woher kommen sie, warum sind sie da, wie kriege ich sie wieder los? Wir haben hier ein wunderschönes Beispiel, wie es vielleicht nicht aussehen sollte. Gerade mal so plakativ. Das wichtigste Thema ist eigentlich erstmal, Algen sind ein natürlicher Gegenpart zu den Wasserpflanzen oder eigentlich fast schon teilweise Symbiose. Algen entstehen meistens hauptsächlich dann, wenn die Wasserwerte, sagen wir mal, langsam in die andere Richtung gehen oder wenn die Pflege halt etwas vernachlässigt wird. Wichtig müsst ihr einfach nur wissen, was ihr gegen Algen tun könnt. Einmal was Mechanisches, aber natürlich auch die Wasserwerte. Das heißt, guten Pflanzenwuchs durch CO2 und eine ausgewogene Beleuchtung. Das sind so die wichtigsten Faktoren, wie ihr die Algen etwas dämmen könnt. Wenn wir jetzt mal an dieses Aquarium gehen, da sehen wir so die typischen, die Grünalgen, die hier jetzt vorne auf diesen Scheiben drauf sind. Wenn man jetzt mal so langsam drauf geht. Ne? Das ist natürlich eine Alge, die erst entsteht nach ein paar Tagen ein leichter Bakterienfilm auf den Scheiben. Und wenn man dann nichts macht oder keine Schnecken oder Algenfresser drin hat, dann bildet sich auf diesen Bakterienbelag ein Algenbelag. Und je länger man wartet, desto dichter wird er halt. Und deswegen rate ich euch auf jeden Fall mal einmal die Woche, wirklich einmal die Woche, am besten jeden Samstag oder jeden Montag, einmal die Scheiben putzen. Auch wenn sie nicht veralgt sind, das ist eigentlich das größte Geheimnis. Wenn ihr 3-4 Wochen wartet und dann, jetzt müssen wir mal die Scheiben putzen, dann bilden sich auf diesem Bakterienfilm in dem Glas bilden sich Grünalgen oder andere Algen und dann kriegt man die halt natürlich schwer weg. Und wenn ihr jede Woche einmal sanft über die Scheiben drüber geht, wenn sie sauber sind, dann bleiben sie auch sauber. Das ist eigentlich so das Allerbeste. So, und wenn ihr dann richtige Algen auf den Pflanzen habt, Bartalgen, Rotalgen, Pinselalgen, wie auch immer, da gibt es also hier in dem Aquarium wächst so ziemlich alles an Algen, dann habt ihr oft auch ein Problem mit den Wasserwerten. Das heißt, oft der Hauptgrund eigentlich, dass CO2 fehlt im Aquarium und zu viel beleuchtet wird und zu wenig Pflanzen drin sind. Also ihr müsst immer schauen, dass ihr die richtige Balance habt im Aquarium. Habt ihr viel Licht, braucht ihr auch viel mehr CO2 und auch entsprechende Pflanzen, die dadurch wachsen. Und das sind natürlich nur kleine Tipps, wie man die Algen vermeiden kann. Die wichtigsten Tipps sind halt auch noch die richtigen Fische dazu, die richtigen Tiere dazu, Garnelen, Schnecken, Welse. Dafür haben wir für euch auch dann noch einen extra Beitrag. Und das Allerwichtigste jetzt erstmal, schaut, dass ihr euer Aquarium wirklich jede Woche putzt, also die Scheiben einmal reinigt und wegen den anderen Algen müssen wir dann eigentlich speziell auch noch auf die Wasserwerte achten. Also gerade CO2-Zufuhr, Licht, der Dünger und die richtigen Pflanzen, das sind eigentlich das Allerwichtigste. Also wenn ihr nicht wollt, dass euer Aquarium nach ein paar Wochen gleich so aussieht, dann mal so ein paar kleine Tipps, wo ihr gleich von Start auf beachten solltet. Also wenn ihr das Aquarium neu einrichtet, erstens Beleuchtung maximal 6 Stunden am Tag am Anfang, also die ersten 2-3 Wochen. Dann können sich die Pflanzen langsam entwickeln und wachsen auch langsam und die Algen natürlich entsprechend weniger. Also regelmäßig Wasserwechsel machen, auch ganz wichtig, gleich am Anfang, so die ersten 2-3 Tage, die ersten Wasserwechsel 20-30%. Und das ruhig fortführen und circa nach 2 Wochen, wenn die Wasserwerte stimmen, also die Biologie, Nitrit testen, ob da auch alles in Ordnung ist, die ersten Tiere reinsetzen, die prophylaktisch auch gegen die Algen helfen. Also Rennschnecken, Odozinklus, Amanogarnelen, ein kleiner Trupp gleich vom Beginn, also nicht, wenn die Algen schon kommen, sondern einfach als Prophylaxe. Und wenn die Tiere auch von Beginn an da sind, habt ihr es auch viel einfacher. Und natürlich Nonplusultra, ein Pflanzenaquarium ohne CO2 ist reine Glückssache. Also ihr könnt alles investieren in euer Aquarium. Wenn ihr ein Pflanzenaquarium haben wollt, solltet ihr erstmal eine CO2-Anlage euch anlegen. Und dann habt ihr auch zu 90% Erfolg. Also ist immerhin schon fast garantiert. Und das sind eigentlich die wichtigsten Tipps als Basis. Und weiterführend dann noch der richtige Dünger und die Lichtbeleuchtung ein bisschen hochfahren. Aber so ist mal so die Basis, die Basics, wo ihr dann mal langsam erfolgreich anfangen könnt. Dass ihr nicht so ein Aquarium habt, sondern
was Schöneres.